Ja, lieber Herr Trenner, vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich habe mich kaum mehr auf die Bühne gewagt. Das ist mir doch als Wissenschaftler schon peinlich, wie man hier in diesem Film in die Höhen gehoben wird. Und letztlich ist unsere tägliche Arbeit wahrscheinlich viel prosaischer, als man den Eindruck haben könnte. Aber trotzdem ist es ja schön, wenn am Ende was herauskommt. Ja, lieber Herr Hector, lieber Herr Gaul, lieber Herr Müller-Steinhagen, liebe Fellows, liebe Nachwuchswissenschaftler, meine Damen und Herren. Wenn wir über organische Elektronik und die Medizin reden und ich habe das Privileg, als Erster sprechen zu dürfen, dann beginne ich natürlich mal mit der organischen Elektronik, was das eigentlich ist, in einer Weise, die auch über mein spezielles Fachgebiet hinaus verständlich sein sollte. Und dann leite ich über zu den Dingen, die wir schon für die Medizin machen, mit Förderung der Hector Stiftung und die zum Teil auch schon im Film kurz dargestellt wurden. Nun, lassen Sie mich unter dem Titel Organische Elektronik, neue Anwendung versuchen mal zu zeigen, wo wir glauben, wo die Entwicklung hingeht. Wie schon früher gesagt, die organische Elektronik löst manchmal Missverständnisse aus. Wir reden nicht über lebende Bauelemente, die vielleicht irgendwann mal davonlaufen, sondern wir reden über organische Chemie. Und ich denke, die allermeisten haben sicher mal in der Schule den Prototypen eines organischen Moleküls gesehen. Das ist der Benzolring. Und der hat eine Besonderheit, der Kohlenstoff hat eine Besonderheit, und zwar ist es so, wenn ich die Elektronen betrachte, hier schematisch dargestellt als ein Schwingen zwischen zwei Zuständen mit jeweils Doppel- und Einfachbindung, dann ist die Besonderheit, dass das Molekül in Wirklichkeit so aussieht, nämlich dass die Elektronen dieses Kohlenstoffrings relativ gleichmäßig über das ganze Molekül verteilt sind. Ein bisschen salopp gesagt, das ist ein Elektronensee. Und ein See kann gut schwappen oder mit anderen Worten, er kann sehr gut mit elektromagnetischen Wellen wechselwirken und deswegen sind diese Materialien sehr oft auch farbig. Das Benzol nicht, weil es zu weit im Ultravioletten ist, aber die Farbstoffe eben dann im Sichtbaren. Eines der Probleme dieses Gebiets ist, dass es bereits Millionen solcher organischer Halbleiter gibt. Ich habe hier ein paar wenige aufgelistet. Wir haben da noch eine Unterscheidung in der Branche zwischen sogenannten kleinen Molekülen, die hier gezeigt sind, und Polymeren, also Kettenmolekülen. Aber das ist hier nicht so wichtig. Aber wie schon im Film von Herrn Seltzer gesagt wurde, diese Moleküle kennen wir alle gut. Das Phthalocyanin ist ein schon seit über 100 Jahren benutzter blauer Farbstoff und zum Beispiel diese Perylene-Derivate, die werden benutzt, um Autos rot zu färben. Das sind also ganz gängige Materialien, die wir aus dem Alltag kennen, die preisgünstig sind, natürlich nicht in dieser Ausprägung, aber im Prinzip ist das ja Kohlenstoff nur. Und der wesentliche Punkt ist nun, dass man mit diesen Materialien, die hier so zunächst mal als Pulver oder als Lösung vorliegen, dass man auch sehr leicht dünne Schichten machen kann im Bereich 100 Nanometer, etwa ein Tausendstel oder etwas weniger eines menschlichen Haars. Und das kann man praktisch bei Raumtemperatur auf fast jedem Substrat machen mit Verdampfen oder mit Drucken oder, wie wir vorher im Film gesehen haben, mit Sprühen. Und diese Substrate können auch flexibel sein und ich denke, man kann das sehr schön zeigen dadurch, dass ich mal eine kleine Forschungsmaschine zeige. Wenn wir flexibel in der Forschung meinen, dann ist das wirklich extrem. In dieser Maschine wird hier ein organisches Bauelement, das hier oben ist, über einen Metallstift gezogen, ständig hin und her. Die Dicke des Stiftes gibt den Biegeradius wieder. Könnten Sie bitte mal starten oder wie starte ich den Video? Genau, hier sehen Sie also, wenn man da auf den Knopf drückt, dann wird dieses arme Bauelement da über diese Stange gequält. 10.000 Mal, 100.000 Mal. Und dann misst man zum Beispiel in diesem Fall, ob die Leuchtdiode noch leuchtet oder der Kontakt noch funktioniert. Das ist also der Vorteil, diese extreme Flexibilität, die uns dann irgendwann auch mal erlauben wird, dass wir Fernseher an der Wand aufrollen, so wie wir eine Tapete aufrollen können. Zum anderen, das zeige ich auch gerne, ist es so, dass uns organische Halbleiter auch zumindest denjenigen, die solche bunten Getränke verzehren, auch sozusagen als Lebensmittel bekannt sind. Wir haben mal vor langen Jahren bei einer Weihnachtsfeier uns den Spaß gemacht,
hier diese Erfrischungsgetränke zu spektroskopieren und die Spektren sehen also ganz genauso aus wie hier. Das ist ein Beispiel eines der zulässigen Moleküle. Das heißt also, da ja die Menschheit ganz schön viel Fanta und solche Sachen trinkt, ohne unmittelbaren Folgen, sind die Materialien auch noch recht umweltfreundlich. Gut, jetzt mal ganz kurz so ein bisschen in die Physik. Wenn man einen Halbleiter charakterisiert, gibt es die allerwichtigste Zahl, nämlich die Beweglichkeit, die sagt, wie schnell ein Elektron im elektrischen Feld durch ein Material geht. Hier von 10⁻² bis 10⁻⁴ mal aufgetragen. Und die Materialien, über die wir reden, das sind einzelne Moleküle, die physikalisch nulldimensional sind, sozusagen als kleiner Punkt fast. Sie sehen, die liegen da bei relativ niedrigen Werten. Man kann mit den Polymeren oder Nanotubes schon höher kommen und mit dem Wundermaterial, dem Graphen hier als 2D-Kohlenstoffnetzwerk sogar zu sehr hohen Werten. Wenn man mal einblendet, Silizium liegt etwa hier, dann sehen Sie also, dass der Kohlenstoff besser werden kann als Silizium. Das werden wir irgendwann nutzen. Aber heute sind wir bei Materialien, die um Größenordnungen, hier 10⁻³ etwa zu 10⁻², also 100.000 Mal schlechter leiten als Silizium. Aber für viele Bauelemente reicht das vollständig aus, für Leuchtdioden und Solarzellen oder auch zum Beispiel bei Kontakten für medizinische Anwendungen sind diese schlechten Leitfähigkeiten akzeptabel. Wenn man mal vom Produkt her schaut, gibt es ein erfolgreiches Produkt, das im Film schon zitierte Handy, und wenn dann noch die Apfelfirma nächstes Jahr nachzieht, dann werden die praktisch zu 100% organisch sein. Die Fernseher kommen gerade, gehe ich gleich noch drauf ein, dann die Beleuchtung, dann natürlich die erwähnten Solarzellen und vielleicht die Königsdisziplin wären die Transistorenelektronik, hier auch als Display genutzt. Das ist auch aus Dresden ein Demonstrator von Plastic Logic. Wenn man mal die Displays anschaut, da gab es lange Zeit relativ unattraktive Produkte, die nicht wirklich einen Durchbruch erzielt haben. Man muss schon klar sagen, dass hier Samsung den Durchbruch erzielt hat mit den Telefonen. Und bei den Fernsehern ist LG führend. Das sind schon gewaltige Märkte, also schon im zweistelligen Milliardenbereich. Leider aber aus deutscher oder europäischer Sicht ist das eine asiatische Sache, obwohl, wir können da ja ein bisschen stolz drauf sein, Dresdner Produkte in diesen Displays drin sind. Und die Vision ist, im Moment haben wir hier noch ein Glasdisplay hier von der Seite schon Millimeter dick. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, dann wird das auf Kunststoff sein und dann kann man den Fernseher bei Nichtbedarf zusammenrollen. Die OLED-Beleuchtung erzeugt sehr weiches, qualitativ hochwertiges, flächiges Licht. Es gibt da zum Beispiel von Novalet eine Reihe sehr schöner Demonstratoren. Der Durchbruch ist, muss man klar sagen, nicht bisher erzielt worden. Der Grund dafür ist, dass Beleuchtung sehr preisgünstig sein muss und die LED, die man mit etwas Tricks auch auf Fläche bekommt, da eine scharfe Konkurrenz ist. Und die Solarzellen, und man muss ja klar sagen, diese flexiblen Module sind von Heliatec, unserer Ausgründungsfirma, nicht an der TU produziert, aber das ist hier ein Pilotmodul von Heliatec. Also was wir an der Uni gemacht haben, ist das hier, und die Leistung von Heliatec war, das mal so weit zu bringen. Und ab nächstes Jahr, wie ich gleich noch sagen werde, wird das dann hier 1,20 Meter breit sein und ein richtiges Produkt. Das ist also hier die Pressemitteilung. Dieser Rollcoder, der das Rolle zu Rolle produziert, wird uns dann die Photovoltaik auf 1,20 Meter Breite bringen. Und das sind Anwendungsbeispiele hier noch mit den schmalen Streifen, dass man also transparente Solarzellen in Glasfassaden einbauen kann und damit gleichzeitig Sonnenschutz hat und Energie erzeugen kann. Und schließlich vielleicht die Königsdisziplin und eigentlich das Gebiet, woran meine Gruppe heute am intensivsten arbeitet, ist die organische Elektronik, die Transistoren. Und dort haben wir, weil ja die Leistungselektronik im Moment boomt, auch für die Elektromobilität, haben wir mal mit der Organik-Leistungselektronik betrieben. Und hier Markus Klinger und Kollegen haben dieses Paper gemacht. Wir haben jetzt also die organische Elektronik so weit gebracht, dass sie Kiloampere pro Quadratzentimeter zieht. Nicht im Dauerzustand, sondern in Pulsen. Aber das sind Zahlen, wenn man mich vor 20 Jahren gefragt hätte, können wir durch eine organische Schicht 1 Kiloampere jagen pro Quadratzentimeter, hätte ich gesagt, nie und nimmer. Aber die Organik stellt sich immer als besser aus. Was hat hier Markus Klinger und Kollegen gemacht? Das ist ein vertikaler Transistor, wo der Strom vom Emitter hier nach unten zum Kollektor fließt durch die Basis.
Er hat das Bauelement hier mit einem Fußballmolekül gemacht, neu ausgelegt und die Konfiguration verbessert. Und ich will da gar nicht im Detail drauf eingehen, aber im CW-Betrieb konnte er also bis zu einem Kiloampere das Bauelement, im gepulsten Betrieb bis zu einem Kiloampere treiben. Im CW-Betrieb ist es natürlich aus Wärmegründen ein bisschen weniger und für die sicherlich ein paar wenigen Leute, die von Siliziumtransistoren was verstehen, der Subthreshold Slope ist extrem gering und das ist erstaunlich, was das Bauelement schon leisten kann. Und gemeinsam mit unseren Kollegen und Freunden in der Elektrotechnik treiben wir jetzt die Arbeitsfrequenzen nach oben. Ich glaube, jetzt sind wir bei 40 Megahertz schon und werden mit der Organik hoffentlich, glauben wir, zu extrapolieren können, 100 Megahertz erreichen. Mein Kollege Fettweiser aus der Elektrotechnik hat neulich gesagt, 1 Gigahertz ist DC, so denken die Siliziumleute, aber für die Organik ist ein paar 100 Megahertz schon eine tolle Sache. Und wenn ich eben zum Beispiel ein intelligentes Pflaster habe, das ein paar Daten speichern muss, ein paar Daten senden, dann kann man mit solchen Parametern arbeiten. Gut. Wenn wir mal weiterschauen, was kann man denn mit der Organik noch tun, gibt es eine ganze Reihe von interessanten Sachen. Man kann Thermoelektrik betreiben, also effiziente Heizung und Kühlung. Das will ich nicht näher heute betrachten. Ich will zwei Gebiete betrachten. Man kann sehr schöne Sensoren betreiben und man kann natürlich, und das ist das Kernthema dann im zweiten Teil des Vortrags, Bioelektronik betreiben. Schauen wir mal kurz bei den Sensoren, was machen wir da im Moment? Wir haben also neuartige Sensoren entwickelt, zwei verschiedene Prinzipien. Ein Detektor, das ist wieder tiefe Physik, ein Charge-Transfer-Zustand ausnutzt, das ist im Prinzip eine modifizierte Solarzelle, die wir in eine Mikrokavität gepackt haben. Da sind zwei Arbeitsgebiete des IAPP sehr schön zusammengekommen. Ich gehe gleich noch darauf genauer ein. Und einen zweiten Detektor hier, der einen Schottky-Kontakt ausnutzt, Schilling Hu war dafür verantwortlich. Und beide Detektoren haben den Witz, dass man im Infraroten abstimmbare Sensorik hat, ohne dass man das organische Material im Prinzip ändern muss. Und das Ganze ist auch in ein neues Spin-off gemündet und ich hoffe, dass sich die Zahlen, die der Rektor da wünscht und fordert, bald dann mit den Kollegen erreichen kann. Hier noch mal kurz zu dem anderen Detektorprinzip mit diesem Charge-Transfer-Zustand. Das ist im Wesentlichen Bernhard Sigmund, Andreas Mischok und Koen van de Waal, die das vorangetrieben haben. Hier sieht man das sehr schön. Man hat also hier im infraroten Bereich einen Absorptionspeak, den man über eine weite Strecke verschieben kann. Und das geschieht nicht, indem ich jetzt andere Moleküle nehme, sondern indem ich diese Kavität verändere. Das Ganze, wie man hier sieht, geht das auch flexibel. Und ich denke, dass diese Detektoren, die preisgünstig, großflächig sein können, ein enormes Potenzial haben, auch in der Medizintechnik. Gut, aber wie gesagt, das eigentliche Thema ist ja die Bioelektronik, dass ich die organische Elektronik mit der Medizin zusammenbringe. Und da möchte ich kurz über unser Hector-Projekt berichten, das in wirklich schöner, interdisziplinärer Weise gefördert wird. Mit den Kollegen Zrenner, Kappes und Wegener untersuchen wir gemeinsam die Elektroden für diese Retina-Chips. Hier ist das nochmal dargestellt. Also die Problematik besteht darin, dass leider bei vielen Menschen die Retina, sozusagen die Lichtabsorptionsfunktion, Umsetzung in die Elektrik vornimmt, geschädigt wird und die Menschen dann nichts mehr sehen, obwohl die Nervensysteme, die hier vor der Retina liegen, völlig erhalten sind. Und deswegen kann man Folgendes machen. Man kann hier einen Chip implantieren in das Auge und kann die vorhandenen funktionsfähigen Nerven benutzen, um den Menschen wieder sehen zu lassen. Und das Hauptproblem besteht darin, der Chip ist aus guten Gründen noch, das wird auch noch einige Zeit so sein, aus Silizium und den mit den Nerven zu verheiraten, ist das Problem. Das sitzt also hier hinten dann auf der Retina und hier so eine kleine Animation. Ich bitte wiederum, den Video zu starten. Das ist aber auch, wie ich vorher gesehen hatte, das war mir bei der Vorbereitung nicht ganz klar, auch in dem Film vorher schon mal gezeigt worden. Also der Chip wird tatsächlich da hinten in einer Operation, in einer kleinen Operation in den Augenhintergrund geschoben und wird dann direkt mit den vorhandenen Nerven kontaktiert und braucht natürlich eine Stromversorgung. Das ist noch ein Problem, das von außen noch
Stromversorgung da sein muss, aber es besteht die Chance, Menschen, die völlig erblindet sind, wieder sehen zu lassen, wenn es gelingt, das Ganze stabil zu machen und mit den Nerven zu verdrahten. Und wir haben ja in diesem Projekt eine ganze Reihe von Phasen, die ich jetzt nicht genau erklären will, wie im Film vorher gezeigt. Eine erste Stufe, dass wir erstmal Nadelelektroden untersuchen, dann verschiedene flächige Elektroden, dass wir das dann in Anordnung mit mehreren Elektroden umsetzen, die auch auf die Zellgrößen der Nervenzellen passen, dass wir Arrays aufbauen und wir sind mitten in diesem Projekt drin. Ich will mal ganz kurz ein paar Ergebnisse schon bringen. Wir messen hier zwei Parameter, die ich zumindest anschaulich gut erklären kann, die Impedanz und die Ladungsspeicherungskapazität. Die Impedanz ist ja letztlich der Wechselstromwiderstand und ein guter Kontakt hat einen niedrigen Widerstand, den wollen wir also senken. Und bei den Nerven muss man bedenken, ein Nerv im menschlichen Körper ist kein Draht, wo man eine Spannung anlegt, sondern dort werden ionische Ladungen verschoben und eine gute Elektrode muss diese Ladungsverschiebung möglichst effizient machen. Und hier das Team aus Dresden, Franz Selzer, Annemarie Menzel, Veronika Scholz und Yunan Li haben da in den letzten 1,5 Jahren intensiv daran gearbeitet. Wir benutzen Material, das wohl bekannt ist und George Malderas wird das sicher auch noch erwähnen, PDOT PSS, das abgeschieden wird. Und die entscheidenden Werte sind eben, dass die Impedanz hier vor der Beschichtung, nach der Beschichtung, der Widerstand dramatisch runtergeht und diese Charge Storage Capacity, die Ladungskapazität, dramatisch nach oben geht. Das ist sozusagen unser Beitrag als Physiker, wir können das messen und der wirkliche Beweis ist natürlich dann, wenn man das in vivo sozusagen misst und das macht Herr Hack in Tübingen und natürlich noch nicht an Menschen, wir fühlen uns da noch nicht so sicher, dass wir das jetzt schon an uns selber ausprobieren, sondern das wird an einem Nerven, einer Retinalnerv einer Maus gemacht. Und die Elektrode wird dort vermessen. Und Herr Hack hat mir wirklich die allerneuesten und außerordentlich erfreulichen Daten geschickt. Was hier letztlich aufgetragen ist, ist einmal für die bisherige Elektrode und hier unten für die neu beschichtete Elektrode die Stimulation. Und was man hier vereinfacht sieht, ist das Potenzial der Stimulation und hier die Antwort. Und was der Nerv praktisch macht, ist, dass er anfängt, Signal zu feuern. Und man sieht, bei der alten Elektrode beginnt das so ab etwa 600 Millivolt Potenzial zu feuern. Und Hack hat mir das gesagt, dass das toll sei. Ich kann das nicht so beurteilen aus der Physik heraus, aber er sagte, das sei also ein Rieseneffekt, dass wir das auf ein Drittel senken können. Das heißt also, dass der Nerv an der Stelle, wo er stimuliert wird vom Chip dann, im Moment hier natürlich noch die Versuchsanordnung, dass der Nerv an dieser Stelle viel weniger hart angesprochen werden muss und die Hoffnung besteht, dass diese Schnittstelle dann im Idealfall ein Leben lang im Auge hält und dass der Nerv nicht beschädigt wird. Gut, also wie Sie sehen, der Brückenschlag ist uns hier mit diesen ersten Schritten schon gelungen, aber ich denke, das Potenzial für die organische Elektronik in der Medizintechnik, Biologie ist noch riesengroß und die beiden nachfolgenden Sprecher werden da sicherlich noch weit ausführlicher darauf eingehen. Damit würde ich dann meine Ausführungen zusammenfassen wollen. Die organische Elektronik ist eine neue Elektronik, nicht kleine Siliziumkristalle, sondern Kohlenstoffmaterialien auf großen Substraten. Sie hat in einem Bauelement wirklich schon einen großen kommerziellen Durchbruch erzielt, in der organischen Leuchtdiode. Die organische Photovoltaik hoffentlich wird diesen Durchbruch wiederholen. Der prädestinierte Markt ist zunächst mal die Gebäudeintegration, wo das leichte Gewicht, die Flexibilität, Transparenz zählen. Es gibt eine Fülle von weiteren Anwendungen. Ich habe hier nur einige gelistet. Ich bin mir sehr sicher, dass sich noch viel weiter verbreiten wird. Da ist zum Beispiel Verpackungstechnik, wo das eine Riesenrolle spielen könnte und andere. Und in den Retina-Implantaten konnte man schon zeigen, dass jetzt diese Ergebnisse, die ich gerade gezeigt habe, dass da tatsächlich ein erster großer Schritt gemacht ist und dass die organischen Elektroden überlegene Eigenschaften zeigen. Wissenschaft macht man nie alleine und man macht sie auch nicht mit der Forschung
alleine, sondern Wissenschaft ist auch immer Ausbildung. Und ganz am Ende möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass wir vor einigen Jahren hier erstmals weltweit einen Studiengang etabliert haben, einen internationalen Masterstudiengang Organic and Molecular Electronics und tatsächlich jetzt junge Leute ausbilden auf diesem interdisziplinären Gebiet. Das ist nicht ganz einfach, das mussten wir auch lernen. Die Disziplinen sind halt schon verschieden, die Vorbildungen auch, aber inzwischen hat sich das gut eingeschliffen und macht richtig Spaß. Am Ende möchte ich ein paar wenigen Leuten danken, da tauchen viele nicht auf, dafür möchte ich mich entschuldigen, aber ich habe hier mal versucht, die wichtigsten Mitstreiter am IAPP in Tübingen, in Karlsruhe aufzulisten. Und Forschung funktioniert niemals ohne Geld, und die Art und Weise, wie die Familie Hector hier die Forschung unterstützt, wie sie auch diese Veranstaltung hier macht, ist absolut vorbildlich, und dafür möchte ich nochmal ganz herzlich danken und Ihnen danke fürs Zuhören.